Willkommen beim heutigen Marktupdate. Wir sprechen heute über folgende Themen: Türkei, US-Schuldenlimit, den Chip-Hersteller Nvidia und Bayern München. Beginnen wir aber in der Türkei. Dort ist Recep Tayyip Erdoğan aus der Stichwahl um das Präsidentenamt neuerlich als Sieger hervorgegangen. Bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich auf eine Fortsetzung seiner Wirtschaftspolitik einstellen müssen. Das bedeutet, dass anders als beispielsweise in westlichen Ländern momentan in der Türkei trotz hoher Inflation die Zinsen nicht angehoben werden. Das wiederum ist schlecht für die türkische Lira, die ja in den letzten Monaten schon sehr schwach war und jetzt nach diesem Wahlsieg sich noch einmal deutlich abgeschwächt hat. Das ist zwar gut für Urlauber, die in die Türkei fahren, weil der Urlaub ein bisschen billiger wird, aber sehr schlecht für die Türken, weil importierte Güter durch eine schwache Währung immer teurer werden. Das heizt natürlich die Inflation dann noch einmal an. Die wirtschaftliche Misere in der Türkei ist somit prolongiert. Nächstes Thema: US-Schuldenlimit. Worum geht es dabei überhaupt? In den USA ist der maximale Schuldenstand, den der Staat haben kann, in einem Gesetz geregelt. Und aufgrund der Tatsache, dass der Staat in den letzten Jahren zumindest laufend mehr ausgibt als einnimmt, muss dieser maximale Schuldenstand immer wieder angehoben werden. Dafür braucht es dann ein Gesetz. Und für dieses Gesetz braucht der Präsident aktuell die Zustimmung der Republikaner. Diese lassen sich diese Zustimmung natürlich teuer abkaufen, in Form von politischen Zugeständnissen zum Beispiel, in Form von Ausgabenkürzungen zum Beispiel. In den letzten Wochen war die Befürchtung groß am Markt, dass diese Einigung nicht gelingen könnte und dass die größte Wirtschaftsmacht global sogar auf ihre Schulden defaulten könnte, wie man das in der Fachsprache sagt, also dass die ihre Schulden nicht mehr bezahlen könnten. Dies scheint nun abgewendet, es dürfte eine Einigung geben und wir können uns den anderen Themen, den nächsten Themen am Kapitalmarkt zuwenden. Bleiben wir in den USA und kommen wir zum Unternehmenssektor. Dort hat der Chip-Hersteller Nvidia zuletzt sehr, sehr gute Unternehmensergebnisse präsentiert. Die Aktie ist daraufhin sehr, sehr stark gestiegen und das Unternehmen ist jetzt in den sehr elitären Club jener Unternehmen eingetreten, die am Aktienmarkt mit mehr als 1000 Milliarden US-Dollar bewertet sind. Gleichzeitig macht das Unternehmen aber nur rund 2,5 Milliarden Gewinn pro Jahr. Wenn man das jetzt dividiert, also die 1000 Milliarden Bewertung dividiert durch die 2,5 Milliarden Gewinn, kommt man auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40. Das bedeutet, als Anleger zahlt man den 40-fachen Jahresgewinn. Klingt etwas teuer, könnte man sagen. Andererseits muss man auch feststellen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren es sehr, sehr gut geschafft hat, aktuelle Trends zu erkennen und von diesen Trends auch sehr, sehr gut zu profitieren. Zuerst war das Thema Gaming, dann das Thema Krypto und jetzt das Thema künstliche Intelligenz. Somit könnte aus dieser Perspektive gesehen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Wir werden sehen. Abschließend würde ich noch ganz gerne die Bayern München erwähnen, die ja sprichwörtlich in letzter Minute wieder Meister geworden sind. Was können wir daraus für unsere Veranlagungen ableiten? Naja, auch am Kapitalmarkt, auch bei der Fondsperformance läuft es nicht immer nach Plan, läuft es nicht immer gut, so wie bei den Bayern in den letzten Wochen und Monaten. Wer aber Geduld hat und durchhält, der wird dann am Ende doch meistens belohnt.
In diesem Sinne danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.